Du möchtest ein Gartenprojekt anfangen, aber die Materialien würden wahnsinnig teuer sein. Das muss es nicht. Schau durch deinen Garten oder dein Haus oder im Keller nach, ob du vielleicht irgendwelche Materialien zweckentfremden kannst und die für dein Projekt auch verwenden kannst. Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Unser heutiges gemeinsames Projekt dreht sich um die Brombeere und die Rankhilfe für die Brombeere. Sei dabei! Die Pflanze ist schon bereits 1 Jahr alt und eine wirkliche Rankhilfe hat die bis jetzt nicht gehabt, aber die ist auch nicht so wirklich gewachsen. Es war trocken, ich habe die Pflanze nicht gegossen. Außerdem habe ich ziemlich lange überlegt, wie soll die Rankhilfe denn überhaupt aussehen? Und ich habe eine Lösung gefunden. Wir haben noch ein verchromten Drahtstück gehabt. Also möchte ich eine runde Rankhilfe für die Brombeere gestalten. Ein Nagel in der Wand dient als Halterung. Im Sommer mache ich ein paar Stecklinge von der Brombeere. Und von dem Draht ist auch noch was übrig geblieben. Also werden das 2, 3 Kreise an der Wand sein, begrünt und ein optischer Blickfang. Die Materialien sind von den anderen Projekten übergeblieben. Die Brombeere bleibt für nächste Jahre an diesem Standort. Diese Ecke ist sehr schattig. Die Brombeere wächst dennoch sehr gut und daneben wächst Topinambur. Der ist im Übrigen auch nicht so anspruchsvoll, was den Standort anbetrifft. Das Tolle an solchen Projekten ist es, die Ergebnisse sind immer großartig und individuell. Was hältst du denn von einer runden Rankhilfe? Schreib mir gerne in die Kommentare. Wie sehen denn deine Rankhilfen aus? Interessant wäre so eine Rankhilfe zum Beispiel auch für einen Balkon. Die Brombeere würde dabei in einem Kübel oder in Pflanzentopf bleiben. Die jungen zarten Blätter im Sommer und im Frühjahr verwendest du für den Tee. Aber genug dazu. Es warten noch weitere Experimente im Haus und eins davon ist natürlich unsere Süßkartoffel. Nach vielen Recherchen habe ich erfahren, wie die Wurzeln aussehen. Aber vor den Wurzeln, was passiert denn da? Diese Knubbeln, die sehen sehr imposant aus. Diese Süßkartoffel lag den ganzen Sommer in der Erde und hat gar nicht gekeimt. Jetzt hat sie irgendwelche komische Knubbeln und ja, es wächst gar nichts. Dennoch wechsle ich das Wasser täglich und warte weiter ab. Die andere Süßkartoffel, die ist ein bisschen weiter. Die hat so kleine Punkte und da wachsen Wurzeln raus, das merke ich, das sind so wie kleine Härchen. Da wechsle ich auch täglich das Wasser. Habe ich schon mal erwähnt, dass so ein Experiment mir noch nie gelungen ist. Die Süßkartoffel ist auch letztes Jahr immer wieder abgegammelt und es ist nichts gewachsen. Dieses Mal wäre ich tatsächlich für ein paar Tipps sehr dankbar. Ein anderes Experiment, das wir gemeinsam verfolgen, ist die Chili-Zucht. Es ist gerade 11 Monate her, da habe ich die kleinen Samen in die Anzuchterde gesteckt. Die Erde oder der Kompost kommen
aus meiner eigenen Wurmfarm. Zur Hälfte die Gartenerde und zur Hälfte war das der Kompost. Jetzt ist die Chili-Pflanze zum Überwintern im Haus. Bei Zimmertemperatur nicht mehr als 20 Grad hält sich die Pflanze eigentlich ziemlich gut, verliert ein paar Blätter und die Früchte reifen nach. Dieses Jahr war das ein Experiment. Nächstes Jahr versuche ich ein paar mehr Pflanzen überwintern lassen und dann habe ich im Dezember und Januar vielleicht auch ein paar Früchte. Mit dem Gießen bin ich ziemlich sparsam. Einmal in der Woche so 20 Milliliter reichen vollkommen aus. Ich würde sagen, das ist ein gelungenes Experiment. Vor kurzem habe ich gelesen, man kann die Chili-Pflanze auch ein 3. Jahr überwintern lassen. Das versuche ich nächstes Jahr und mal schauen, wie lange so eine Pflanze lebt. Meine Experimente gehen weiter. Im nächsten Video schauen wir wieder mal ins Gewächshaus rein. Wie entwickelt sich die Vogelmiere, Spinat und Winterportulak? Möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.